Lasersegeln, eine Feierabendrunde mit der Einhandjolle Laser Standard für ein paar chillige Momente in die Kieler Bucht. Erstklassiges Segeln aus der Kiel Sailing City, Segeln vor dem Olympiazentrum Kiel-Schilksee. Hier wäre mal so Kieler Woche mittendrin. Es ist aber schon Nachmittag, also die Regatten sind schon alle durch. Aber ich wollte noch mal nach Feierabend etwas aufs Wasser. Wir haben herrlichen Ostwind, so einen ganz leichten, dass man so ein bisschen mit dem Laser draußen vor dem Hafen etwas cruisen kann. Und so baue ich mir rasch den Laser auf, schieb ihn ins Wasser, Schwert runter, Ruder runter und dann rein da. Und dann kann es auch schon losgehen. Für etwas Spaß auf dem Wasser, Lasersegeln aus Freude. So, los geht's. Wir haben nämlich Kieler Woche. Heute ist Dienstag, also mittendrin. Aber schon ziemlich spät. Aber mal gucken, was draußen noch zu finden ist. Dann sehe ich erstmal hier von Strande langsam los. Vom Tornado-Strand. Ja, der Laser Standard oder ILCA 7 ist von der International Laser Class Association und ist eine sehr beliebte Einhandjolle. Knapp über 4 Meter lang, kaum Tiefgang, also wenn das Schwert hochzieht, und Gewicht ist auch so, dass man es gut handeln kann. Also Rumpf hat gerade mal 60 Kilo. Und wenn das Rig noch drauf ist, dann ist der Standard Segler sicherlich schwerer wie die Jolle. Und so segel ich erstmal ein bisschen Höhe, also immer ein bisschen weiter weg vom Olympiazentrum hier in Schilksee, raus in die Kieler Bucht. Man sieht ja, wir haben so ein bisschen Welle, das macht dann so ein bisschen Spaß, da so ein bisschen rüber zu schaukeln. Und im Hintergrund sehen wir jetzt gerade Schilksee mit diesen markanten großen Hochhäusern. Und so geht's in Rauschefahrt durch die kleinen Wellen mit bisschen Druck im Segel. Ja, dann macht der Scan-Data da eine Wende. Geht auf einen anderen Bug. Ich weiß nicht, ob die schon irgendeine Art Rennen machen. Da vorne ist dies von der Sparkasse und Audi. Beide haben Audi drauf. Der eine Sparkasse, der andere Scan-Data. Und die versuchen Höhe zu machen. Ich wollte ja gerne mal in die Nähe von den beiden. Vielleicht machen die ja so ein Match-Race. Aber wir haben wunderschönen Wind aus Osten. Der ist ja eher selten hier. Der ist wunderbar gleichmäßig. Hat man so ein bisschen Welle auch.
ist das schön. Da hinten ist ein Rahsegler. Hier von Scandata und Sparkasse, die gehen noch Richtung See. Und da weit hinten draußen, da ist noch ein Regattafeld. Da wo der Rahsegler mit den ganzen Segeln ist dahinter. Da sieht man jetzt wohl nur einen kleinen Punkt. Und da vorne ist Bülk, der weiß-grüne Leuchtturm. Und da fahre ich einmal hin, guck einmal um die Ecke Richtung Stoller Grund. Da sind manchmal auch Regattagebiete. Aber wir haben jetzt, weiß ich, 3:30 oder so wird das sein. Von daher denke ich, dass die Regatten jetzt so ziemlich alle durch sind. Also wir haben jetzt einen Am-Windkurs, segeln also schräg gegen den Wind. Will also erstmal Richtung Bülk, will da einmal rumgucken, Richtung Stoller Grund. Das ist dann so der Kurs, wo man so ein bisschen Kränkung hat, wo also das Segel zur Seite gedrückt wird, wo man mit seinem Gewicht pariert, also versucht das Boot wieder ein bisschen aufzurichten und steuert dann mit seiner Schot die Kränkung und ein bisschen die Geschwindigkeit. Ist einfach eine schöne Zeit auf dem Wasser. Klemmt seine Beine dann unter diese Schlaufe, dass man nicht hinten runterkippt, und hopst dann mit dieser kleinen Einhandjolle so schön über die Wellen. Also Bülk schon ein bisschen näher. Und zurück geht es sicherlich viel schneller. Das ist der Winterdinau von hinten. Oh, da ist der Bülkturm. Hier ist der Stoller Grund hinter dem Segel jetzt. Aber da ist ein Feld, ist er noch da hinten. Der Leuchtturm Bülk. Ja, das ist ja Leuchtturm Bülk. Und da hinten, da wo die vielen kleinen Segel sind, das dürften aber recht große Boote sein. Das ist so, das ist schon hinter Stoller Grund, würde ich sagen. Das ist bestimmt schon Höhe Eckernförder Bucht. Ja, wenn man Regattafelder sehen will, dann muss man früh kommen. Da muss man einen Urlaub haben und ein Auto.
umdrehen und am Strand entlang zurück nach Schilksee. Und dann vielleicht nochmal zum Leuchtturm nach Friedrichsort. Also einmal wenden. Der Bug geht durch den Wind. Und der Wind wird jetzt auch ein bisschen raumer, also kommt mehr von hinten. Ja, nun kommt gleich der Wind von hinten. Das Segel geht also auf. Und dann kann ich ganz gemütlich wieder zurückfahren. Nicht mehr zurücksegeln. Und da ist er, der Leuchtturm in Bülk. Der steht so zwischen diesen Bäumen an dieser Spitze hier in Bülk. Kurz bevor man nachher in die Kieler Innvörde fährt oder in die Strander Bucht einkehrt. Man kann für alle Segler, die aus Norden Richtung Kiel fahren, jetzt sehen wir ihn nochmal in groß. Also er ist nicht viel höher als die Bäume. Von Süden sieht man ihn manchmal gar nicht so richtig. Die Fahrt wird jetzt deutlich ruhiger. Segel ist weit offen. Und so cruise ich dann ganz gemütlich wieder Richtung Schilksee, Olympiazentrum. Und hatte eine Begegnung der besonderen Art. Ich hab's mal der schwimmende Schlafsack genannt. Was ist das denn für ein Bötchen? So ein Teil, ich habe schon ehrlich gesehen, aber das Ding habe ich ja noch nie gesehen. Gerade so lang wie die Beine. Dann steckt man in so einen Schlafsack und Schlauchturm rum. Ja, das sah ja lustig aus, das Ding. Also das war wirklich ein ulkiges Gummibötchen. Aber es ließ sich scheinbar gut fahren. So kurze Boote sind ja nicht gerade spurtreu. Und so geht's für mich dann weiter am Strand entlang, hier von der Strander Bucht. Kurs ist Richtung Westen jetzt. Wind kommt ja aus Osten. So hört man auch kaum mehr Windgeräusche im Mikrofon von der Kamera. Die beiden schnellen großen Yachten sind gerade wieder zurück. Der eine da vorne mit dem weißen Spie. Und der andere hat keins. Der hat das wieder eingerollt. Vorbei an unserer Regattatonne, die das ganze Jahr draußen liegt. Die wir dann manchmal so, wenn wir kleine Competitions haben, als Ziel setzen, wo wir dann rumsegeln, wenn wir zu zweit sind, auf 2 Booten. Ich wechsle dann nochmal auf einen Kurs mit halbem Wind. Hab wieder so ein bisschen Kränkung im Boot. Und ich wollte ja ganz gern zu diesen beiden großen Segelschiffen. Das scheint so eine Klasse zu sein. Und die haben die Tage vorher auch immer schon so eine Art Match-Race gemacht.
Schade, dass der so weit weg ist. Da wäre ich ja gerne näher rangekommen. Und bis ich da unten bin, dann ist der schon in seiner Box drin wahrscheinlich. Das sieht traumhaft schick aus. So schwarze Segel sieht man ja selten. Und dann so ein weißes, riesiges Spie dazu. Grauer Bootsrumpf. Ich glaube so 8 Mann Besatzung oder 10 sind es vielleicht. Wind von hinten heißt immer ordentlich Geeier und Gegeige. Und da ist, glaube ich, nee, das ist ein Surfer. Nee, das ist irgendwie eine Wespe oder sowas. Mit Foils. Zur Kieler Woche kommen immer viele tolle Boote. Da bin ich auch ganz gern auf dem Wasser, guck mir die so an. Wie auch dieses Boot ist auch ein Boot, was hier nicht aus Kiel ist, was zu Besuch kam. Auch ein schicker, eine X-Yacht. Voraus ist wieder Schilksee mit diesen markanten großen Hochhäusern. Und ich wechsle nochmal den Kurs, segel zurück Richtung Strander Bucht. Da kam dann noch so ein großes Schiff. Dachte ich, ja, da fahre ich auch nochmal vorbei. Wende also noch einmal. Ein Boot aus Skandinavien. Irgendwie war von Weitem Musik zu hören. Die haben da irgendwie Party drauf gefeiert. Das ist ja ein geiles Teil. Ja, war ganz lustig. Die hopsten da auf ihrem Boot rum und bereiteten sich vor, das Groß runterzunehmen. Ich weiß nicht, ob die irgendeinen Sieg hatten und deswegen da schon vorab gefeiert haben. Also die wenden gleich einmal und lassen dann das Segel runterfallen. Haben dann vorne eine Handvoll Flaggen gesetzt und fuhren dann in den Hafen von Schilksee rein. Für mich geht es jetzt zurück, nehmen also wieder Kurs Richtung Strander Strand. Also der kleine Strand zwischen Strande und Schilksee. Und das ist hier der Olympiahafen in Schilksee. Und da vorne ist der Strand mit dem Katamaran. Das heißt, für mich ist jetzt Schluss. Jetzt geht's an den Strand zurück. Ah, der NTT Data Katamaran ist wieder da. Da vorne dieses blaue Teil. Ein recht großer Katamaran.
geht's zurück an den Strand, also Schwert hochziehen, das Ruder hochkippen, das Segel ausklinken. Ja. Und dann kann man so ganz gemütlich in den Flachwasserbereich treiben. Und so schnell wie das Boot aufgebaut wurde, lässt es sich dann auch wieder schnell zusammenbauen. Mast kommt runter, Segel aufrollen und dann kommt wieder die Persenning rüber. Und das Boot ist bereit für die nächste Segeltour. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald.